Thema Turboladerschäden und warum es wichtig ist, nach einem Turboladerschaden sich auf jeden Fall den Ladeluftkühler ganz genau anzuschauen. Wir haben hier so einen Turbolader, der wird durch die Abgase, die hier reingehen, angetrieben und treibt auf der anderen Seite das Verdichterrad an, saugt die Luft hier an, verdichtet die Luft und drückt die Luft durch den Ladeluftkühler durch in den Motor rein. Warum macht man das? Um einen besseren Füllungsgrad reinzukriegen, weil das Einlassventil einen gewissen Zeitraum auf ist. Und mit Druck drücken wir rein und Kraftstoff können wir dementsprechend reinspritzen und haben richtig Bums und richtig Kraft. So, und warum können jetzt Schäden an so einem Turbolader entstehen? Schauen wir uns mal an, was für Schäden sogar entstanden sind. Hier so ein Verdichterrad komplett auseinandergeflogen. Oder gar keine Flügelchen mehr dran. Hier ist irgendein Gegenstand reingeflogen, der natürlich dann auch in Richtung Motor fliegt. Das heißt, der Gegenstand fliegt hier auf diese Seite rein, wird hiermit angesaugt, fliegt hier rein und zerhämmert hier drin das Verdichterrad. Diese ganze Späne und auch vielleicht diese Teile gehen ja in Richtung Motor und würden ja dann in den Brennraum kommen, bleiben aber meistens im Ladeluftkühler hängen. Kann man hier auch mal sehen, wie viele Späne hier drin sind. Ganz, ganz viele Späne, die natürlich irgendwann durchgedrückt würden, wenn wir jetzt nur einen neuen Turbolader einbauen und dann in den Brennraum reingeraten. Den kann ich natürlich versuchen zu spülen, kann ich versuchen sauber zu machen. Aber bei diesen zarten Lamellen, die da drin sind, werde ich wahrscheinlich einen ganzen Teil erwischen, aber nicht alles. Irgendwann löst sich so ein Teil und flitzt dann wieder mit durch. Bleibt vielleicht an dem Einlassventil hängen. Das Einlassventil kann nicht mehr richtig schließen. Der starke Druck, die Verbrennungsgase, die dann da raustreten, sorgt auf jeden Fall für einen heißen Sitz an dem Ventil. Das Ventil kühlt nicht mehr ab, weil es braucht ja die Zeit zum Abkühlen. Genau, das Ventil brennt durch und wir haben einen kapitalen Schaden, je nachdem fällt sogar in den Motor rein. Das hier sind alles direkte Ladeluftkühler und hier haben wir so einen indirekten Ladeluftkühler. Und so ein indirekter Ladeluftkühler ist genau hier bei dem Transporter verbaut. Warum verbaut man so einen indirekten Ladeluftkühler? Man kann ihn besser platzieren. Hier sitzt er direkt oben auf den Zylinderkopf drauf. Was für ein Vorteil ist es? Wir haben kürzere Wege, also eine bessere Dynamik. Der Wagen kann sich besser bewegen, der Druck kommt besser rein. Wir haben nicht so eine Ladeluftsäule, die sich zu sehr aufschwingt. Und wie funktioniert so ein Teil? Hier ist ein extra Kreislauf, also ein Kühlkreislauf angeschlossen, ein Niederdruckkühlkreislauf und mit einem extra Pumpe, mit einem extra Kühler hier vorne und der sorgt dafür, dass die Temperatur extrem runtergedrückt wird. Weil wir gehen hier auf der Seite mit ungefähr 200 Grad, über 200 Grad Temperatur rein und kommen auf der anderen Seite mit ungefähr 50 Grad raus. Und genau mit solch technischen Informationen unterstützt Mahle uns Werkstätten. Wir bekommen Broschüren, wo Schadensbilder aufgeführt sind. Wir können uns Videos angucken. Wir können an Schulungen teilnehmen. Und genau, wenn ihr darüber weitere Informationen haben wollt, drückt einfach hier vorne auf den Link. Also nochmal, wenn ein Turboladenschaden entsteht, nicht einfach neuer Turbolader rein und Augen zu, sondern schaut euch den Ladeluftkühler an. Guckt, ob da irgendwelche Teile drin sind. Spülen kann man sowas nicht. Sowas muss erneuert werden und wenn ihr sowas erneuert, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite.